Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom QS-Tag 2024 mit dabei. Bei mir zu Gast Stefan und Christian vom IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit. Und sie geben uns einen Einblick ihrer Transformation von der zentralen Testfactory hin zu einem QS-Coaching-Angebot für Projekte. 10 Jahre Wandel von einer Abteilung, die als Kontrollinstanz wahrscheinlich auch verrufen war und jetzt beratend unterstützt gerne in den Projekten gesehen wird. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Stefan, hallo Christian, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Richie. Ja, freue mich sehr, dass ihr den Weg hier in den Podcast gefunden habt. Hier ist ja heute QS-Tag, zweiter Tag, so das Finale heute. Ihr habt gestern schon euren Vortrag gehabt? Ja, also korrekt. Schon entspannt heute in den zweiten Tag. Könnt das jetzt heute bei mir nochmal rekapitulieren, euer Thema, das ist auch immer schön. Ja, ich habe euren Abstract gelesen im Vorfeld und fand das sehr spannend. Ihr seid ja von der Bundesagentur für Arbeit. Korrekt, vom IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit. Wir sind diejenigen, die die Software für die Leute in den Agenturen machen. Ja. Das macht es nicht leichter, glaube ich. Ja, genau. Und natürlich aus dem Bereich Test und Qualität. Und ihr habt ja mal hier so vorgestellt, auch wie also euer Leidens- und Lebens- und Erlebens- und Lerningweg war über die Jahre. Und das finde ich total spannend, weil wir haben im Podcast natürlich auch viele, die aus großen Unternehmen kommen, aus einem behördlichen Umfeld kommen. Für die ist natürlich schon spannend, was gibt es denn da für Erfahrungen auf diesem Weg dahin? Und ja, da würde ich gleich mal reinstarten wollen. 10 Jahre, glaube ich, habt ihr so ein bisschen die Klammer gemacht. Ja. Was ist denn da so passiert? Also wir sind ja im IT-Systemhaus der Bundesagentur ein relativ kleines Team. Wir sind zentral aufgehängt in der Organisation. Bedeutet, das sind auch noch ein paar andere kleinere Teams, aber wir sind da jetzt mit 8 Leuten unterwegs für in etwa 100 bis 120 IT-Anwendungen, wo wir sagen, wir haben Augenmerk eben auf Test- und Qualitätssicherungsthemen. Und wir sind schon beide länger jetzt in dem Job mit dabei, aber wir haben eben einen Rückblick gemacht für die 10 Jahre da mal, weil wir das einen ganz guten Zeitraum fanden. Und ja, haben uns selber dabei ein bisschen gefragt, oh mein Gott, was haben wir vor 10 Jahren eigentlich gemacht? Das würde man heute so sicher nicht mehr alles tun. Und da haben wir diesen Rückblick eben gegeben und ja, mit angefangen. Es gab ein Testhandbuch, was damals wirklich noch in Word-Format war. Ganz dicker Schinken. Ja. Und die Akzeptanz war natürlich so, Ja. Und ja, jetzt kann der Christian erzählen, wie es jetzt aussieht mit diesem Testhandbuch. Ja, es ist jetzt natürlich alles kleiner, kompakter gemacht worden. Wir sind aus dem Elfenbeinturm raus. Wir haben eine COP gegründet dazu, haben da natürlich die Leute auch gefragt, was wollt ihr denn eigentlich drin haben? Klar hat man gewisse Vorgaben noch, auf die man achten muss, aber wir haben das Ganze natürlich deutlich verschlanken können, anpassen können auf agiles Vorgehen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir unter anderem diese 10 Jahre gewählt haben, weil so vor 2014 eigentlich kaum Agilität im IT-Systemhaus war und so ab 2014 ging es dann los, dann sind die ersten Großen wirklich agil geworden. Wie seid ihr denn organisiert so wenn jetzt ein Projekt läuft bei euch? Wo kommen denn die Tester her und wie seid ihr denn da zusammengebaut sozusagen in den Teams? Wir sind direkt nicht daran beteiligt, sage ich mal. Projekte werden neu gestafft, klar. Und wir versuchen dann aber immer möglichst frühzeitig Kontakt aufzubauen, um dann eben auch unsere Dienstleistungen entsprechend mit anzubieten. Also dafür zu sorgen, also schaut mal, ihr braucht eigentlich ein Testkonzept. Wir haben da eine Vorlage, wenn Testfragen sind oder wenn überhaupt externe Dienstleister mit involviert werden sollen. Wir helfen auch bei der Auswahl mit, dass man da entsprechende Fragen dann vielleicht auch mal stellt, wo man dann schon mitbekommt,
ist vielleicht jetzt gut geeignet für das Projekt, dass man eben auch wirklich diesen Test- und Qualitätssicherungsgedanken schon mal gleich in dieses neue Projekt irgendwie mit unterkriegt. Ohne dass wir jetzt da als Personal irgendwo mit reingehen. Dafür sind wir einfach ein zu kleines Team. Ja, okay. Das heißt, ihr unterstützt da mehr als Dienstleistungsgedanken quasi Genau, auch. Ja. genau. Und die Tester in den Teams, sind das, also wer macht dann so die Abnahme, nur damit wir den Kontext haben, sind es dann Fachleute oder gibt es da eigene Tester dafür oder wie ist das dort in den Projekten? Oder ist es so unterschiedlich? Die Teams sind so zusammengestellt, dass jede Disziplin im Prinzip schon noch vertreten ist. Also auch wenn es heißt, jeder soll T-shaped unterwegs sein, aber jeder sucht sich dann doch das aus, was er gut kann und was er eigentlich immer gemacht hat. Und da sind dann natürlich auch die Tester mit dabei. Und die führen die Tests auch durch. Also Ausnahme wäre das Last-Performance-Test. Da gibt es dann auch eine zentrale Einheit. Da sagt man, bitte mach für mich jetzt mal hier die Durchführung auch von den Last- und Performance-Tests und alles andere. Die Testdurchführung liegt in den Teams. Wir sorgen nur dafür, dass sie den Hauptaugenmerk auf die richtigen Dinge dann auch haben. Genau. Aber die Abnahme an sich, das ist natürlich dann am Sprintende, dass dann natürlich die POs entweder drüber schauen oder dann eben tatsächlich auch Vertreter von Fachbereichen dabei sind und sich das anschauen. Was eben auch eine der schönen Sachen ist, dass man endlich mal jemanden sieht, der Kunde ist und sozusagen dann da mal eine Bestätigung bekommt, das ist genau das Richtige, was ich gemacht habe. Ja. Jetzt, also ich kenne auch noch die Zeiten mit diesen Testhandbüchern, die so ungelesen irgendwo auf irgendwelchen Laufwerken vor sich hinrotten, muss man sozusagen, und irgendwie 300 Seiten haben und keiner guckt rein. Wie hat das denn so begonnen? Wie habt ihr das denn angefangen, das Ding irgendwie aufzubrechen? Na gut, also wir haben schon gemerkt, dass die Akzeptanz jetzt nicht die allerbeste ist. Das haben wir immer wieder gespürt. Andererseits gibt es natürlich auch Regularien, gesetzliche Vorgaben und so weiter, die wir im IT-Systemhaus einhalten müssen. Und das war immer ein bisschen der Konflikt an der Geschichte. Und trotz alledem haben wir dann versucht, wirklich mal in uns zu gehen und zu sagen, so können wir nicht weitermachen, das macht bei uns nur Aufwand und die lesen es nicht sozusagen, was können wir tun? Und dann haben wir wirklich gesagt, wir müssen uns da irgendwie öffnen, haben geguckt, dass wir aus jedem Bereich vom IT-Systemhaus Leute gewinnen können für eine Community of Practice. Da sind dann mehr oder weniger Freiwillige auch wirklich gekommen. Das war dann schon mal der erste gute Schritt. Und in dem ersten Treffen mit dieser Community haben wir wirklich gesagt, also Leute, sagt uns mal jetzt, was ist euer Schmerzpunkt mit diesem Dokument? Wo tut es euch wirklich weh? Was könnt ihr auch von den Vorgaben vielleicht gar nicht einhalten oder wo habt ihr da Schwierigkeiten? Und dann standen die auch erst mal da und gesagt, meinen die das jetzt ernst? Jetzt haben sie uns jahrelang da irgendwie getriezt und jetzt kommen sie so rüber. Das war aber dann wirklich auch ein bisschen der Icebreaker, sag ich mal. Wo sie dann gemerkt haben, also die meinen das wirklich so und wir können da jetzt mal konstruktiv mitarbeiten und dann hat es auch wirklich gut funktioniert. Das ist dann auch weggegangen von Word natürlich. Mittlerweile sind wir da in Confluence unterwegs und es ist auch schlanker geworden. Manches musste man trotzdem begründen. Also das ist jetzt hier gesetzliche Vorgabe. Das müssen wir so drin lassen zumindest. An den Testleitplanken heißen sie jetzt nur noch, die da aufgelistet sind. Und die COP trifft sich jetzt regelmäßig und wir haben immer noch die Verantwortung für dieses Dokument, aber wir pflegen es dann halt für die, also nehmen denen auch die Arbeit irgendwo ab. Und das heißt, ihr habt diesen Feedback-Loop immer noch, also da kommt immer noch Information für euch, die ihr dann quasi in diese neue Struktur dann wieder was überarbeiten könnt auch. Ja. Genau. Und wir haben uns auch vorgenommen, regelmäßig die Gesetzestexte zu prüfen, zu gucken, ist da irgendwas, was für uns eine Überarbeitung erfordern würde. Und falls dem der Fall wäre, dann wird man eben auch nochmal alle zusammenholen wieder und schauen, ob es weitere Auswirkungen gibt, die wir damit anpassen müssen. Klar, ihr müsst natürlich die Regulatorien erfüllen, das ist natürlich klar. Was kam denn da so an Punkten oder was waren denn so die größten Blöcke, wo ihr gesagt habt, da konntet ihr was reduzieren, da konntet ihr Ballast abwerfen oder?
Teststufen war das eine. Wir hatten sehr viele Kapitel zum Umgang mit Teststufen im Klassischen eben und das haben wir jetzt ersetzt durch die Testquadranten bei uns auf Ebene vom Testkonzept. Wir haben ein Testkonzept-Template, das wir anbieten, sozusagen eine destillierte Ableitung, in denen die Leute die Testleitplanken konkretisieren für sich. Ah ja, okay. Also das ist schon, da kam schon Einsparungspotenzial. Ja, und es sind halt auch wirklich nur noch Testleitplanken. Vorher hieß es Testdirektive bei uns, da war es natürlich wesentlich strenger und mit Leitplanken kann man es auch entsprechend weiter öffnen und dann muss ich es auch nicht so detailliert irgendwo zum Teil beschreiben. Einfach, Verstehe. Dann ist auch wieder was weggefallen dadurch. Und habt ihr quasi dann so sag mal Pflichtsachen irgendwie markiert oder so? Gibt es da so eine Auswahl, so das kann ich machen, das muss ich machen, wenn ich ein Projekt mache? Oder? Es sind weniger geworden von den Leitplanken und die sind eigentlich schon noch verbindlich, aber die sind eben auch mit den Stakeholdern entsprechend abgesprochen und abgestimmt. Und von daher müssen wir jetzt auch nicht mehr mit der Rolle Kontrolleure da irgendwo unterwegs sein, sondern es ist akzeptiert und dann übernehmen sie das meistens auch in ihr Testkonzept dann irgendwo und geben uns das dann in freiwilliger Art und Weise nochmal zum Review. Ja, Genau. verstehe. Jetzt ist es ja, sag mal, so wie ich es klassischerweise oft sehe, wenn ein Testhandbuch oder sowas da ist, bezieht sich das sehr häufig eher so auf diese ganzen Testaktivitäten, die früher mal so nachgelagert waren, wo man dann so seine Testfälle und so Zeug, und alles, was so der Entwickler-Ding war, das war alles so ein bisschen entweder nur vage oder nur stichwortartig notiert. Wie weit geht ihr denn quasi hier in so eine Synergie rein oder wie weit geht ihr in die Entwicklungstests auch mit rein? Ist das mit abgedeckt da oder sagt ihr, nee, das machen die Entwickler für sich? So gerade durch die Testquadranten haben wir das eben durch die Darstellungsform schon drin, weil in Quadrat 1 sind ja viele von den Entwicklungstests drinnen beschrieben und die sind jetzt natürlich auch dann im Testkonzept beschrieben, weil wir hoffen ja auch schon auf die Synergien dadurch, dass sowohl die Test- und entwicklungsaffinen Teammitglieder sich austauschen und eine gemeinsame Strategie haben. Ja, okay, verstehe. Also das ist dann quasi dann auch mit abgedeckt. Das ist ja auch, sagen wir mal, State of the Art, ne? Dass man quasi Qualität ja auch da ganzheitlicher denkt. Ja, wir versuchen ein Shift-Left dahin zu bekommen, dass eben die Dinge so früh wie möglich getestet werden, qualitätsgesichert werden, damit wir auch die Fehler günstiger zu fixen sind und schneller zu fixen sind. Jetzt habt ihr ja diese COP, jetzt auch, ihr habt vor 10 Jahren begonnen damit, das jetzt umgebaut. Wie hat sich denn so das Feedback verändert von den Teilnehmern? Ich gesagt, am Anfang waren die total überrascht, so von wegen, jetzt können wir auf einmal mitgestalten und unseren Bedarf auch da einmelden. Wie ist denn heute so die Zusammenspiel und so das, was ihr dann rückgemeldet bekommt aus den Projekten? Ich würde schon sagen, dass die Zusammenarbeit mit den Projekten jetzt wesentlich besser geworden ist. Wir haben unsere Rolle eben auch komplett geändert, sage ich mal, weil wir diese Kontrollfunktion mehr oder weniger jetzt abgegeben haben. Und dann, gut, wir haben uns vorher auch schon als Coaches betitelt, aber die Rolle haben wir vielleicht vor 10 Jahren so noch nicht gelebt. Und jetzt ist es eben auf Augenhöhe mit den Projekten. Und wir merken schon, dass die Zusammenarbeit dadurch auch wirklich besser geworden ist. Und wir dann mit Themen wie ein Quality of Test Check oder Review von Testkonzepten auch besseren Draht einfach aufbauen. Verstehe. Wenn ihr jetzt so drauf schaut, das ist ja, sowas ist ja immer auch im Fluss. Ne? Was sind denn so, gibt es noch so Punkte, wo ihr sagt, das ist so für die nächsten 1, 2, 3 Jahre das, was wir da unbedingt noch ändern wollen, weil da ist noch so ein bisschen ein Sand im Getriebe oder da haben wir noch einen Hebel, was zu ändern? Na gut, also man muss schon auch sagen, das mit den Testkonzepten hat erstmal nicht so gut funktioniert, ne? Weil wenn man vorher der Kontrolleur war und gesagt hat, ohne meinen Haken kommst du da im Release irgendwie nicht weiter. Und wenn man das dann im Prinzip ändert und sagt, na, also unser Review ist nur noch auf freiwilliger Basis, da haben wir uns auch ein bisschen verschätzt, dann ist das natürlich als Ausflucht genutzt worden. Ne? Gott sei Dank, jetzt brauchen wir die hier nicht mehr und wir können unser eigenes Ding machen und ja, also da muss man trotzdem noch mal ein bisschen versuchen, gegenzusteuern. Und alle haben wir noch nicht eingefangen, aber da sind wir jetzt schon auch auf einem guten Weg.
Die Notwendigkeit wird schon gesehen, dass man noch so eine Minimaldokumentation irgendwo dann auch braucht von einem Testkonzept. Ja, aber da haben wir schon noch ein bisschen was zu tun. Ja. Wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es, dass sich tatsächlich die Test- und Entwicklungsexperten mehr austauschen, weil ich habe das Gefühl, da ist da immer noch mehr Luft nach oben. Wenn man so reinschaut, wissen die viel zu oft noch nicht, was die anderen eigentlich tun und sind immer noch zu sehr darauf fixiert, oh, testen, das mache ich ja nicht, das macht ja der Tester. Oder warum macht ihr eigentlich noch irgendwas anderes? Unit-Test reicht doch vollkommen aus. Also da ist noch einiges zu tun. Das ist natürlich auch immer ein Wandel, ein Change, ne, der da natürlich auch viel mit den Menschen zu tun hat und nicht von heute auf morgen runterfällt, irgendwo vom Himmel. So ist es jetzt, ne, sondern das muss ja auch wachsen. Ja. Aber ich denke, so leichtgewichtig, wie ihr das jetzt darstellt, da habt ihr ja schon eine tolle Basis, um diese Diskussion auch anzustoßen. Ne. Ja. Sind denn in dieser COP auch Entwickler? Das wäre jetzt noch so, fällt mir gerade so. Ja, nee, sind jetzt momentan eher nicht So vertreten. in der nicht, aber wir haben natürlich auch COPs, in denen auch Entwickler sind. Okay, ja, verstehe. Ja, also total spannend. Jetzt ist natürlich so, ich denke mal jetzt so, viele, die den Podcast sehen oder hören, auch aus diesem Umfeld, die denken sich, das ist klasse, das will ich auch haben. Habt ihr schon mal irgendwie dran gedacht, das auch anderen Institutionen irgendwie zur Verfügung zu stellen, was ihr da so, also außerhalb vom QS-Tag? Außerhalb vom QS-Tag, na gut. In der Behörde immer ein bisschen schwierig, aber man kann gern mit uns Kontakt aufnehmen. Ja. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, ich war zum Beispiel auch schon mal auf dem QS-Tag von der DATEV und habe da mal was von uns vorgestellt. Also es ist durchaus möglich. Ja, okay. Ja, das finde ich toll, dass ihr das auch anbietet, weil ich kann mir das gut, ich habe ja selber auch Projekte in dem Umfeld gehabt, also damit habe ich begonnen, so quasi vor 20 Jahren auf Landesebene und da hätte ich mir sowas gewünscht, wenn es sowas gegeben hätte und ich kann mir vorstellen, dass einige Testexperten da jetzt auch gerade große Ohren haben und denke, oh, das will ich auch haben. Ja, super. Vielen lieben Dank, dass ihr hier den Weg in den Podcast gefunden habt und das mal dargestellt habt. Ich finde es toll, dass man auch mal so positiv Beispiele hat, dass sich auch in großen Institutionen, auch in behördennahen, auch einfach da was tut, dass da auch Agilität gelebt werden kann in dem Rahmen, in dem man sich bewegt. Das finde ich ein total wichtiges Zeichen und auch gerade für das Thema Qualität, das natürlich auch ganz wichtig ist. Und ja, danke, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim QS-Tag. Dankeschön. Bis bald. Und vielen Dank für die Einladung. Gerne, danke.